Welche Funktionen und Möglichkeiten bietet die Finanzbuchhaltung im Cloud ERP Haufe X360? Meine beiden Kollegen Tom und Dirk geben dir einen Überblick. Ja, danke Inga. Hallo Tom, wir mal wieder. Moin dir. Heute ohne Weihnachtsstern. Ja, sehr schön. Wir wollen uns heute angucken, Haufe X360 Finanzbuchhaltung, und wir wollen ja mal so einen Überblick bekommen. Also ich würde ganz gern so ein Verständnis dafür entwickeln, was kann ich eigentlich machen, für welche Firmen eignet sich das, und dafür ist es ja doch mal wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Firma anschaue, kann ich da verschiedene, also arbeite ich da mit normalen Kontenrahmen oder bin ich da individuell? Kann ich auch mehrere Firmen hinterlegen? Kann ich auf Niederlassung buchen oder auf Tochtergesellschaft? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau so, wie du es beschrieben hast. Also du hast die Möglichkeit, verschiedene Mandate, verschiedene Firmen anzulegen. Ja. Diese Firma kann eine Tochter unter sich haben, die kann rechtlich eigenständig sein, also Niederlassung oder Konzernbestandteile können dargestellt werden. All das ist mit X360 möglich. Das heißt, X360 hat eingebettet in das ERP eine große Finanzbuchhaltung. Dazu kommt dann noch das Controlling Genau. und die Anlagenbuchhaltung. Richtig. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz in das Controlling abspringen, bevor wir uns die Finanzbuchhaltung und das Buchen anschauen? Controlling ist möglich. Wie funktioniert das so ähnlich, wie wir es mit Kostenstellen, Kostenträgern kennen? Oder habe ich noch mehr Möglichkeiten? Ja, sind noch deutlich mehr Möglichkeiten. Also alle Module, die finanzbuchhalterische Relevanz haben, fließen ins Controlling ein, wenn man das als Anwender möchte. Ja. Und da auch vielleicht noch eine persönliche Anmerkung dazu. Wir sprechen immer vom ERP, aber eigentlich ist es ja eine Unternehmenslösung. Ja, Unternehmensinfrastruktur, Business-Plattform. Genau. So, in der Mitte steht ja jetzt das Hauptbuch. Wenn ich mir jetzt mal sozusagen die ganz normale Buchung angucke, da spricht man ja erstmal vom Dialogbuchen. Ja. Das ist ja aber nicht das, wie ich in X360 arbeite, ne? Nein, durchaus nicht. Also das Dialogbuchen ist verschwindend gering in X360. Ich führe sehr gerne an, dass man vielleicht Abschlussbuchen im Rahmen des Jahresabschlusses oder weil der WP, der Wirtschaftsprüfer, was gefunden hat, noch buchen muss, oder die, wenn sie denn noch vorhanden ist, die Portokasse in der Schublade, aber ansonsten braucht man in X360 manuell nichts mehr buchen. Wie funktioniert das dann? Derjenige, der in der Warenwirtschaft arbeitet, der zum Beispiel im Lager arbeitet, vielleicht auch nur mit dem Scanner und da was umlagert, der hat ja keine buchhalterische Kompetenz. Trotzdem bedeutet das ja teilweise, wenn ich umlagere, dass ich auch entsprechend umbuchen muss. Genau. Also es ist sehr einfach. Wir halten es da wirklich so, dass jeder, der in seinem Fachgebiet unterwegs ist, sich da gut auskennt, sich um den Rest nicht kümmern muss. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel des Lagermitarbeiters, der eben seinen Scan-Prozess beendet und im Hintergrund weiß das System, wenn eine Umlagerung stattfindet, welche Kunden daran beteiligt sein könnten. Ja. Und die werden im Hintergrund gezogen und es wird das Buchungsjournal damit einfach gefüllt. Bei jeder warenwirtschaftlichen Prozesskette. Das heißt, Scan im Wareneingang, Scan im Warenausgang, Scan bei einer Umlagerung, Verschrottung. beim Verschrotten, beim Versand. All diese Aktionen lösen schon automatisch die Buchung aus. Genau. Und wie ist das dann, wenn wir jetzt mal vielleicht Fabi abschließen, die Buchung im Einkauf und im Verkauf, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen die darüber? Also die Buchung im Einkauf wird das erste Mal generiert, wenn die Ware ans Lager kommt. Ja. Das heißt, der Bestellprozess automatisch oder halbautomatisch an den Lieferanten wird vollendet. Die Ware kommt ans Lager und dann habe ich meinen ersten Buchungsprozess. Im Warenausgang, also im Verkauf, ist es ähnlich. In dem Moment, wo ich einen Lieferschein generiere, wird die Ware bewegt und in dem Moment, wo ich Ware bewege, generiere ich eine Buchung. Wenn das jetzt, ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel, ich stelle eine Rechnung in US-Dollar und meine eigentliche Währung ist der Euro. Aha. Wie funktioniert das? Muss ich das umrechnen oder kann ich in den Dollar buchen? Das kannst du natürlich machen, aber das wäre nicht im Sinne des Erfinders, wenn ich von X360 ausgehe. Ja. Ich habe die Möglichkeit, mehr Währungen im System zu halten und die kann ich auch automatisiert prüfen. Also die
Die EZB stellt da ja täglich Kurse zur Verfügung. Die muss man nur abzugreifen wissen und dann kann man die verarbeiten. Das heißt, ich kann durchaus einen Beleg erfassen in US-Dollar. Genau. Die Buchhaltung kümmert sich dann in dem Moment, ist mehrwährungsfähig und sie kann aber auch Bankkonten eben in Fremdwährung mitführen, ne? Genau, und die Kurse würden dann zum entsprechenden Zeitpunkt jeweils umgerechnet werden. Okay. Bevor wir jetzt sozusagen in die Buchhaltung selber reingehen, hier, ich sag mal, das ist ja jetzt so ein bisschen dargestellt in der Mitte, rechts externe Meldungen. Intrastat hatten wir mal ein eigenes Video zugemacht, ne? Genau, ja. Auf jeden Fall angucken, wichtig. Verlinken wir. Finanzamt, was ist das für eine Schnittstelle? Was muss ich mir da vorstellen? Ich weiß immer nur, dass die Geld von mir kriegen. Aber die Liebe Shades. Da ist sie wieder. Ja, natürlich das Finanzamt bekommt die Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung und was da eben so alles ansteht, kann man über das System automatisch generieren. Ja. Dann kann ich die DATEV natürlich bedienen, wenn der Steuerberater monatlich oder am Jahresende einen Jahresabschluss machen will. Aber X360 hat ja noch eine ganze Menge mehr Schnittstellen. Durchaus, genau. Was sind da denn so die wichtigsten, die die Finanzbuchhaltung betreffen? Also zunächst einmal natürlich die Banken, ist klar. Also ich habe eine direkte Bankenanbindung mit 2-Stufen-Authentifizierung. Ich brauche keine Fremdsysteme, also Middleware, wie S-Firmen oder ähnliches. Das mache ich direkt. Das andere ist die Anbindung von Zahlungsdienstleistern, wie wir sie heute hier alle kennen, privat, PayPal und Co., die dann angebunden werden können. Oder eben auch direkte Shop-Anbindung, sodass eben der ganze Prozess, der aus dem Shop generiert wird, buchhalterisch sauber in X360 überführt wird. Das heißt, der Online-Shop wird direkt mit X360 verbunden? Genau. Das ist dann auch egal, Shopify, Shopware, wo das spielt keine Rolle. Lösungen wie zum Beispiel Excel, Power BI sind ja auch beliebt. Ja. Welche Möglichkeiten habe ich da? Sehr viele Möglichkeiten, da wir ja in beiden Fällen, sowohl in der Office-Welt als auch in der X360-Welt unter Microsoft Azure arbeiten. Eine Systemfamilie, ganz grob gesehen. Und da gibt es eine schöne Schnittstelle, die nennt sich OData. Und über diese Schnittstelle kann ich alle meine Dinge, die ich aus der Finanzbuchhaltung grafisch besonders darstellen möchte, in Excel aufbereiten und habe sie dann permanent zur Verfügung. Das heißt, ich kann HFX 360 als Datenquelle über OData bereitstellen. Genau. Und kann dann jede beliebige Abfrage verbinden mit meiner Excel-Tabelle oder mit Power BI. Genau. Und dann drücke ich aktualisieren und habe ich die aktuellen Daten drin. Ja, das ist der Benefit dabei, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich so einen Bericht wieder brauche, wieder alles neu machen muss. Aber ich definiere mir einmal das Konstrukt. Und im nächsten Mal gehe ich nur auf Aktualisieren und die Berichte sind aktuell. Ja, aber wenn wir in so eine Abfrage gehen, das ist ja, also natürlich gibt es auch, kann man die Daten ja nicht nur abfragen, indem man sie nach Excel gibt, sondern ich habe ja eigene Berichte und ich habe ja eigene Abfragen im System. Da habe ich ja auch immer noch die Möglichkeit, zusätzlich die Daten nach Excel zu übergeben und zu exportieren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Vergessen haben wir, glaube ich, vielleicht noch was für die Kasse. Was wichtig ist, das sind die Kassen. Ja, genau. Also Kassen waren ein wirtschaftlicher Prozess. Viele Kunden von uns haben halt die klassische Kasse, wo jemand in den Laden kommen kann, parallel dazu ein Shop und parallel dazu ein normales Warenwirtschaftssystem. Und das verbindet eben alles X360. Und alle Lösungen, die angebunden werden können, können auch über eine API angebunden werden. Das ist eine besondere Form der Schnittstelle. Das ist eigentlich keine Schnittstelle für statische Daten, sondern da ist es dann die Möglichkeit, dass andere Anwendungen mit der Buchhaltung in den Dialog gehen können. Genau, das zeichnet die Schnittstelle eben aus. Die Systeme, die sich über API verbinden, sind permanent verbunden, sodass man als Benutzer nichts anstoßen muss, damit die Daten von A nach B fliegen, sondern der Datenaustausch findet permanent im Hintergrund statt. So, ich habe jetzt mein Hauptbuch, da kommt das Ganze rein. Daneben habe ich noch Nebenbücher. Welche Nebenbücher sind hier verbreitet und welche finde ich hier? Klassischerweise das Anlagebuch, die Anlagebuchhaltung, die Kostenrechnung oder in unserem Fall auch noch das Projektcontrolling. Wenn ich buche, dann, wenn ich Debitoren und Kreditoren buche, dann buche ich auf Personenkonten und da kann ich auch auf OP oder buche ich grundsätzlich normalerweise auch auf Posten. Genau. Okay. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz in das Anlagevermögen reinwandern.
Das heißt, ich habe hier verschiedene, alle Möglichkeiten, um Abschreibungen zu buchen. Ich kann verschiedene Bücher führen, also mehrere Bücher für die Anlagen. Genau, damit ich entsprechende Schreibungsszenarien separat darstellen kann. Ja. Und dann bietet mir natürlich die Buchhaltung auch noch alle möglichen Berichte. Ja. Was sind denn da so die wichtigsten Berichte? Natürlich, es ist die BWA, Bilanz mit allen Möglichkeiten, die man so aus dem Markt kennt. Das heißt mit Vorjahresvergleich, mit monatlicher Tiefe, die ich auf- oder zumachen kann. Ich habe eine Bilanz mit Vorjahresvergleich und ähnlichem. Ja. Und natürlich OP-Führung und Sachkonten, SUSA und was da alles so zuhört. Also alles, was man als Buchhalter, als Standard versteht, beinhaltet X360. Und da kann ich dann auch noch konfigurieren, genau was ich sehen möchte und wie detailliert ich das sehen möchte. Genau. Das mache ich dann immer in den Einstellungen zu dem jeweiligen Bericht. Ja. Die gehen dann auch zu exportieren als Excel oder als PDF. Ja. Stimmt. Auch im Standard. Also muss nichts erweitert werden. Alles, was wir heute sagen, ist Standard. Du hattest jetzt vorhin schon mal gesagt, wir buchen über Dialog. Die Buchungen kommen natürlich aus der Warenwirtschaft. Ja. Wir haben jetzt aber noch nicht so geguckt, was ich auch noch kenne aus der Buchhaltung. Das sind ja so wiederkehrende Buchungen. Genau. Wie gehe ich denn damit um? Dauerbelege oder wiederkehrende Buchungen. Auch das ist wieder sehr einfach in X360. Man muss lediglich eine Buchung generieren und die als Dauerbeleg klassifizieren. Dann werde ich nach dem entsprechenden Zyklus gefragt, nachdem diese gebucht werden soll, und dann läuft sie los. Und das heißt, diese Buchungen, die werden dann automatisch angestoßen, oder ich muss dann sagen, zum bestimmten Zeitpunkt sollen die wieder angestoßen werden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich kann beides machen. Also ich kann sowohl manuell sagen, ich möchte jetzt gerne die wiederkehrenden Buchungen verarbeiten, oder ich hinterlege einen Workflow, der das automatisch macht. Ja. Wie ist das mit Verträgen? Wenn ich mit Kunden Verträge habe, kann ich das auch irgendwie automatisieren, oder muss ich, lege ich die an in der Finanzbuchhaltung, oder wo lege ich die an? Ein sehr schöner, wichtiger Punkt. Das Vertragsmanagement unter X360 hat die Möglichkeit, debitorische Verträge zu definieren, die dann automatisch verbucht werden können. Und das Schöne dabei ist, ich habe in diesem Vertragsmanagement auch die Sicht auf die Verträge. Das heißt, ich weiß, wann sie auslaufen, wann eventuell verlängert werden muss oder. Und wenn ich jetzt einen Lauf mache über meine Verträge, dann werden alle fälligen Verträge nach Zahlungsrhythmus und so weiter natürlich ins Soll gestellt. Ja. Und eventuell auch Lastschriften erzeugt, und dann wird der Buchungsbeleg im Hintergrund auch wieder erfolgt. Also erstmal wird der offene Post wahrscheinlich gebucht. Ne? Erst wird der offene Posten gebucht. Ja. Wenn ich möchte, wird der Beleg, der generiert wird, automatisch an die Kunden versendet. Ja. Und dann entstand der offene Posten, den ich dann bezahlt bekomme oder über SEPA-Lastschriften einziehe. Was sind denn so die wichtigsten Grenzen? Wo sagst du, jetzt kommen wir an so einen Punkt, wo X360 schon so ein bisschen an seine Grenzen kommt, was die Buchhaltung angeht. Wo sagst du, in der Konstellation, dann bin ich falsch? Ja, also mir persönlich ist der Kunde dazu noch nicht begegnet. Du weißt ja selber, wir haben auch Kunden, die sehr viele Belege am Tag generieren, buchhalterische Belege. Und ich bin jetzt im klassischen KMU-Umfeld. Also es gibt eine grobe Hausnummer, die sagt 200 User vielleicht, aber das sind natürlich alles keine FIBO-User. Ja. Die generieren aber FIBO. Ja. Also von daher, X360 ist das schon ziemlich gut auf. Aber wenn jetzt ein Stromversorger zu dir kommt und sagt, ich rechne hier 250.000 Zähler ab und die möchte ich ganz gerne dann am 28. ins Soll stellen. Ja, dann nimmt man zu. Funktioniert. Ja. Super. Ja. Wenn du wissen willst, ob Haufe X360 zu dir passt, dann frag Tom. Das spreche ich mich gerne an. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir beide durch und gehen zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Vielen Dank für diesen Überblick, ihr beiden. Wenn du jetzt noch Fragen haben solltest, dann kannst du, wie Dirk bereits erwähnt hat, gerne auf uns zukommen. Alle nötigen Infos dafür findest du unten in der Beschreibung zum Video.